Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video von FEScreenSim. In diesem Tutorial-Video geht es einmal um den allgemeinen Start, welche Einstellungen man tätigen sollte, bevor man mit dem Simulieren loslegen sollte. Und nach der Installation ist man in der Lage, eben den Client zu starten und den Core zu starten. Bei mir ist es jetzt ja so, dass beides auf dem gleichen Rechner läuft. Es kann natürlich auch sein, dass der Core auf einem anderen Rechner installiert wurde und ich mit meinem Client von einem zweiten PC mich dahin verbinden möchte. Welche Einstellungen sollte man normalerweise als erstes tätigen? Der Core sollte als erstes einmal einen Ordner definiert bekommen, in dem im Prinzip die Projekte abgelegt werden. Also es gibt einen sogenannten Projektepfad auf dem Core, und wenn ich jetzt mit dem Client ein neues Projekt erstelle, ist der in der Lage, automatisch einen Unterordner da zu erstellen und das neue Projekt da abzulegen. Somit kann ich dann einfacher im Prinzip auch von dem Client Projekte erstellen. Sollte ich keinen Pfad noch ausgewählt haben, erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass eben zunächst einmal am Core eben dieser Projektpfad gesetzt werden müsste. Ebenso bietet es sich an, gleich in den Pfad für die Bibliothek, falls Sie diese Lizenz besitzen und diese auch verwenden möchten, zu setzen, also wo im Prinzip am Core dann mögliche Bibliotheken abgelegt werden, um damit zu arbeiten. Des Weiteren gibt es eben auf dem Core eine sogenannte Benutzerverwaltung. In dieser können Sie eben Benutzernamen und Passwörter anlegen für Leute, die eben sich auf diesen Core verbinden können. Und in meinem Fall habe ich eben jetzt ein Admin und ein Default-Passwort vergeben. Und dieses finden Sie dann auch unter dem Client, unter dem Bereich Netzwerke, dass man eben da diesen Benutzernamen und das Passwort angeben kann. Ebenso gibt es hier die Option, dass automatisch nach dem Start eine Verbindung getätigt werden soll oder dass zum Beispiel auch beim Verlust der Verbindung erneut automatisch verbunden werden soll. Und hat man eben einen Client am Laufen, einen Core am Laufen, dann gibt es auch die statische Rückmeldung oder die aktuelle Rückmeldung, ob eben eine bestehende Verbindung aktuell zum Core schon existiert. In diesem Fall sieht man jetzt da eben links, dass das noch grau angezeigt wird, weil ich noch nicht verbunden bin, und wenn ich dann auf Verbinden klicke, bekomme ich dann die Verbindung und sehe dann auch die gleichen Projekte, die ich auf meinem Core habe, und kann dann dementsprechend über den Client die Projekte laden und braucht es nicht über den Core zu machen. Und das sind eigentlich schon die Grundeinstellungen. In dem Augenblick, wo ich dann eben das Projekt gesetzt habe, kann ich dann auch auf dem Client ein neues Projekt beginnen und kann eben hier sagen, neues Projekt. Und in dem Augenblick, wo ich dann eine Bezeichnung vergeben habe, gibt es dann eben dieses neue Projekt. Und dann kann ich auch schon beginnen mit der Simulation und kann die ersten Elemente zum Beispiel aus unserem Objektkatalog einfügen. Und das war's schon mit diesem kurzen Tutorial. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserer Applikation.